Schade, aber Widart musste Insolvenz anmelden. Heißt, das System ist platt, es wird nicht mehr weiterentwickelt und jeder, der sich ein Widart gekauft hat, immerhin 400 bis 600 Euro, wird sich gewiss nicht darüber freuen. Weiterverkaufen? Schwierig. Wem willst du das antun? Weiter nutzen? Naja, ohne Updates? Niemals mit einer wachsenden Community spielen? Das ist natürlich total frustrierend und darum dachte ich mir, Moment mal, es wäre doch total geil, wenn man die bestehende Hardware, also Kameras, Lichtring und die Recheneinheit, für Autodarts nutzen könnte. Denn wenn das klappt, dann hast du als Widart-Besitzer erstens mal nicht Hunderte von Euro in den Sand gesetzt. Zweitens ist Autodarts kostenlos und da geht Dartscheibe kalibrieren oder Online-Zocken, aber sowas von einfach, also endlich mal Spielspaß. Na und drittens, die familiäre und sehr hilfsbereite Autodarts-Community bekommt Zuwachs. Und weißt du was? Es geht. Ich habe das Widart zu einem Autodart-System gemacht und endlich mit anderen online zocken können. 2 Wege oder Ansätze gibt's, wie du das hinbekommst und genau darum geht's in diesem Video. Ich sag's gleich vorweg, es gibt 2 Möglichkeiten aktuell, wie du Widart zu Autodarts bringst. Möglichkeit 1, du lässt das Widart selbst unangetastet und fügst Autodarts quasi wie ein zweites System hinzu. Dafür kaufst du zusätzliche Kameras, 3D-gedruckte Kameraarme zum Beispiel, die du dann auf den Surround klemmst und dazu ein Raspberry Pi 4B oder höher und den dann entsprechend einrichtest. Das ist die Variante, wie sie Robert, also Rubbel90, in seinem Video vorgestellt hat. Wie eine Spinne quasi babst du dann die Kameras drauf und kannst Widart spielen oder Autodarts, je nachdem, welche Recheneinheit du jetzt mit Strom versorgst. Möglichkeit 2, und darum geht es mir vorrangig in diesem Video, ich verwende 1:1 die bestehende Hardware. Also ohne Mehrkosten oder zusätzliches Invest und so bleibt der an sich clean Look erhalten und es funktioniert erstaunlich gut. Denn die Hardware an sich ist gar nicht so übel und leistungsfähig genug, um halt Autodarts draus zu machen. Und da sind vor allem die Kameramodule und die CPU wichtig. Licht ist auch schon vorhanden und das bleibt wie es ist. Also habe ich das Widart einmal auseinandergebaut, das geht übrigens alles sehr einfach und mir die Komponenten mal ein bisschen genauer angeschaut. Die 3 SMI-Kameramodule haben aus meiner Sicht einen Vorteil, denn sie zeigen schon aus kurzer Distanz ein ausreichend scharfes und weites Bild, also dass man das Dartboard auch wirklich sehen kann. Das ist nicht optimal, aber ausreichend scharf. Darum habe ich die Module einzeln an ein Notebook angeschlossen, um das Bild zu sehen, sie dann im Rahmen ausgerichtet und erstmal provisorisch mit Klebeband fixiert. Und zwar so, wie das beim Skolia Home 2, also symmetrisch, einmal oben und dann links rechts, auch der Fall ist. Die Kabel habe ich nach hinten ausgeführt und später werden dann die USB-Stecker einfach in die Recheneinheit gesteckt. Die Recheneinheit ist ein Orange Pi Zero 2 mit Erweiterungsboard, der über das Netzteil, das die LED versorgt, ebenso über ein USB-C-Kabel seinen Strom bezieht. Das ist gut, denn der ist mit einer Quad-Core-CPU mit 4x1,5 GHz bestückt und hat darüber hinaus 1 GB Arbeitsspeicher und damit grundlegend die nötige Performance für ein Autodart-System. Alles, was ich hier machen muss, ist die originale Speicherkarte, wo das Widart drauf gespeichert ist, durch eine neue zu ersetzen. Mich ein wenig dann in die Orange Pi Dokumentation einzulesen, denn ehrlich gesagt habe ich mich zwar schon mit einem Raspberry Pi beschäftigt, aber noch nie mit einem Orange Pi, aber der bietet an sich mehr Möglichkeiten, als das Widart freigeschaltet hat. Denn er hat neben Bluetooth auch einen Netzwerkanschluss und WLAN on Board. Genau das brauche bzw. verwende ich dann zur Einrichtung des Pi und später für die Konfiguration von Autodarts. Und an dieser Stelle der nötige Hinweis. Wenn du dein Widart nicht verändern willst und alles weiter funktionieren soll wie bisher, dann lass es und mach nicht, was ich dir hier zeige. Wenn du optional auf Autodarts gehen willst, dann guck dir Roberts verlinktes Video an und erwäge diese Option. Ich möchte aber komplett auf Autodarts gehen, das heißt die Komponenten ohne Zusatzkosten weiterverwenden und dazu verändere ich eben das System durch Umbau und Flashen der originalen Pi-Platine. Und was mir jetzt noch fehlt, nachdem die Cams eigentlich grob positioniert sind, ist Autodarts auf den Orange Pi zu bringen. Und das beschreibe ich jetzt mal in groben Schritten, um das Video nicht zu lang werden zu lassen. So verstehst du die Schritte, aber auch den nötigen Aufwand und kannst für dich entscheiden, ob das für dich in Frage kommt. Eine ganz konkrete Step-by-Step-Anleitung werde ich im Nachgang nochmal schreiben und unten dann einen Link auch in die Videobeschreibung einsetzen, beziehungsweise diese dann auch gerne im Autodarts Discord scheren, wer es dann eben genauer wissen möchte. Von der Vorgehensweise:
Erstmal habe ich natürlich den Orange Pi ausgebaut, um die originale Speicherkarte gegen meine neue mit einem Ubuntu Linux Server Image drauf dann zu ersetzen, dann das Ding mit dem Internet zu verbinden, Autodarts drauf zu installieren und WLAN zu aktivieren. Wenn die Schritte alle klappen, brauche ich später nämlich nur die Kameras an die Platine zu stöpseln und das Ding anzuschalten. Er startet dann automatisch Autodarts und verbindet sich mit dem WLAN. Dann rufe ich den Boardmanager auf, lege in Autodarts ein neues Board an, kalibriere die Cams auf die Dartscheibe, ja und das war's. Mission completed. WeDart ist nun ein vollwertiges Autodart-System. Ich zeige an der Stelle mal eins meiner allerersten Spiele mit der Original WeDart Hardware via Autodarts und gehe dann im Kapitel danach nochmal auf die konkreten Schritte, Ressourcen und Tools, die ich verwendet habe, ein. Damit du eben hier schon mal siehst, dass und wie es funktioniert. Das war auch schon mitten in der Nacht auf einem sehr wackeligen Boxenständer. Ja, nicht mal ein vernünftiger Dartboard-Ständer, aber wenn du wieder ein Männerspielzeug hast und die Idee grundlegend auf so einem Bastel-Setup funktioniert, das motiviert doch, sich dann die Detaillösung auszutüfteln, wie dann alles am Ende gut aussieht und wirklich optimal miteinander harmoniert. Game shot and the left. Six. Twenty. Game shot and the back. Also, was habe ich gebraucht? Der Orange Pi ist ein Mini-PC. Darum kann ich den zur Einrichtung auch genauso anschließen. Mit einem Mini-HDMI auf HDMI-Adapter für den Monitor, eine Tastatur an den USB-Port. Die Internetverbindung gibt es ohnehin via LAN-Kabel und da der via USB-C ja seinen Strom kriegt, habe ich hier vom Raspberry Pi so ein Steckernetzteil genommen und so kann ich damit arbeiten. Bevor ich den Mini-PC dann aber hochfahren und einrichten kann, brauche ich natürlich ein Betriebssystem auf der Speicherkarte. Und das gibt es alles kostenfrei über orangepi.org zum Download. Kostet also erstmal nichts, außerdem ein bisschen Zeit. Also, Schritt 1 für mich, ich brauche die Ressourcen. Handbuch, das Ubuntu-Image und vielleicht das ein oder andere Tool für den Orange Pi. Und das gibt es alles direkt auch über die Orange Pi Webseite. Schritt 2, eigentlich habe ich auch nur 3 Dateien gebraucht. Nämlich zum einen von orangepi.org habe ich den Ubuntu Jammy Server, nennt er sich, runtergeladen. Also das Image-File, das Betriebssystem, das ich dann auf dem Pi installiere. Dann habe ich das im Handbuch empfohlene Tool Balena Etcher heruntergeladen, mit dem ich das Ubuntu dann auf die Speicherkarte schreiben und verifizieren kann. Das dritte ist eigentlich nur eine Textdatei, die ich mir selber angelegt habe, in der ein paar Linux-Befehle drin sind, um mir die Einrichtung insgesamt dann zu erleichtern. Schritt 3, die Download-Dateien habe ich auf meinem Windows-Notebook entpackt und das Ganze in einem extra angelegten Orange Pi-Ordner abgelegt, zusammen mit dem Handbuch, um dann eben schnell alles wiederzufinden und halt an einer Stelle zu haben, was ich für dieses kleine Projekt benötige. Im 4. Schritt geht es jetzt darum, das Ubuntu Linux auf die Speicherkarte zu kriegen. Darum Kartenleser ans Windows Notebook gesteckt, den Balena Etcher installiert und entsprechend ausgeführt. Die Bedienung kann einfacher auch gar nicht sein. Du wählst das Image aus, das du auf die Karte schreiben willst, gibst den Ort der Speicherkarte an, die als Laufwerk angezeigt wird. Na, und dann lässt du das Tool einfach seine Arbeit machen. Das Image wird wie gesagt geschrieben und auch gleich verifiziert. Im 5. Schritt einfach die Speicherkarte jetzt aus dem Kartenleser und rein in den Orange Pi Slot. Wenn ich den dann mit Strom versorge, dann kann ich die durchlaufenden Meldungen abwarten, bis dich quasi ein Prompt munter anblinkt. Damit ist das Linux dann drauf und wenn du dich jetzt einloggen willst, dann gibt es bei Orange Pi schon 2 vorangelegte Standard-User, nämlich Root, also quasi den Admin, für den ist das Passwort Orange Pi. Und es gibt den Nutzer Orange Pi mit demselben Passwort, auch Orange Pi. Also wirklich
einfach zu merken. Im 6. Schritt dann einfach anmelden, mit Nutzername, Passwort und tada! Es wird ein bisschen bunt und es gibt nicht nur Statusinformationen, sondern du siehst auch direkt, welche IP der Orange Pi hat. Das kann schon mal hilfreich sein, um dann später direkt zu erreichen, wenn du zum Beispiel keinen Monitor dran hast. Und an sich fehlen jetzt auch nur noch 2 Dinge. Ich muss dem Pi sagen, mit welchem WLAN der sich dann später automatisch verbinden soll, weil dann kann ich das Ding am WDAT nämlich später ohne Netzwerkkabel betreiben. Und ich muss natürlich erstmal Autodarts da drauf kriegen. Und dazu muss ich einfach ein paar Befehle eingeben, aber dummerweise ist die Tastatur auf Englisch eingestellt. Darum im 7. Schritt, bevor ich also wie ein Blödmann irgendwo suche, welche Zeichen ich jetzt wo habe, stelle ich das Tastaturlayout erstmal auf Deutsch um. Und genau dabei hilft mir meine kleine Textdatei, wo ich die Befehle nachschlagen kann. Darum gebe ich im Prompt jetzt den folgenden sudo-Befehl ein. Und dann kann ich mir sehr einfach das passende 105 Tasten Standard-Layout auswählen. Und damit wäre ich jetzt vorbereitet, um Autodarts zu installieren. Aber Autodarts selber braucht curl. Und diesen curl-Befehl, das hat mein Image nicht drauf oder meine Installation. Das kann ich auch kurz überprüfen mit dem Befehl curl und hinten dran halt help. Und wenn es eben nicht drauf ist, dann hole ich mir das per Update einfach rein über folgenden Befehl. Damit updatet sich meine Distribution übers Netz. Da drin ist dann auch das entsprechende curl-Paket und um das dann jetzt zu aktivieren bzw. zu nutzen, mache ich hier nochmal folgenden Befehl in den Prompt rein. Und jetzt bin ich bei Schritt 9, denn nun kann ich mir die aktuelle Version von Autodarts auf diesen Linux Mini-Rechner holen. Und auch da habe ich mir einfach nur die Befehle aus der Autodart-Doc Information gezogen, also da, wo halt drin steht, wie du auf einem Linux-Rechner Autodarts installierst. Und das geht auch mit folgender einfacher Zeile. So, und schon bin ich bei Schritt 10, fast geschafft. Denn was mir jetzt nur noch fehlt, ist, ich muss quasi das Wi-Fi dauerhaft aktivieren und ihm sagen, mit welchem WLAN er sich dann halt automatisch verbinden soll. Und auch das geht bei dem Orange Pi relativ einfach. Ich gebe jetzt im Prompt folgenden Befehl ein, um nach WLAN-Netzwerken in meiner Nähe zu suchen. Und dann wähle ich mir natürlich mein passendes WLAN aus. Mein Passwort dazu kenne ich ja auch. Und damit er sich eben künftig nach dem Start direkt per WLAN connectet, muss ich jetzt in folgender Zeile einfach den Wi-Fi-Namen und das Wi-Fi-Passwort durch eben meine eigenen austauschen. So, und es waren quasi die 10 Schritte auf Seiten des Orange Pi, um den vorzubereiten. Jetzt im 11. Schritt bin ich quasi mit allem Wichtigen durch. Ich kann den Pi jetzt vom Strom trennen, auch die ganzen anderen Anschlüsse, das brauche ich ja nicht, denn jetzt kommt die Platine, also das Ding wieder an mein WDAT. Und du siehst es im Bild, ich habe es jetzt hier auch einfach mal nur dran gehangen an meinem Bastelboard, dass du siehst, das ist der Orange Pi. Und da kommen jetzt einfach die 3 USB-Cams dran und der USB-C-Stecker von dem eingebauten Netzteil für den Strom. Und jetzt kann ich das LED-Licht bzw. den Schalter betätigen und damit geht das Licht, aber auch der Autodarts Pi an. So, und der 12. und damit abschließende Schritt ist jetzt die Einrichtung von Autodarts selber. Und wenn du bei Autodarts generell noch keinen Nutzer-Account hast, dann kannst du diesen kostenlos über Autodart.io anlegen. Und da erstellst du dann erstmal so etwas wie einen Platzhalter für dein neues Board. Hast du diesen angelegt, dann gibt dir Autodarts nämlich eine Board-ID sowie einen API-Key. Beides brauchst du, um jetzt den Autodarts Pi mit den Autodarts-Servern online zu verbinden. Da ich ja WLAN nutze und mein Pi jetzt auch am Router eine IP zugewiesen bekommen hat, muss ich die IP-Adresse wissen. Die zeigt mir halt meine Router-Oberfläche an, um damit dann über den Browser, zum Beispiel auch jetzt hier an meinem Windows-Notebook, wo ich eh schon irgendwie alles mitgemacht habe, den Autodarts Board Manager aufrufen zu können. Heißt, ich rufe jetzt einfach einen Browser auf, gebe die mir bekannte IP-Adresse von meinem Orange Pi ein und mache am Ende einen Doppelpunkt 3180 für den Board Manager. Also über das zweite Tab einmal rein in die Config und die beiden Codes in die passenden Felder hineinkopiert. Der API-Key wird dann aus Sicherheitsgründen auch ausgeblendet, aber du siehst direkt dann in deinem Autodarts-Account, dass dein Board jetzt erkannt wurde, auf welcher Version das läuft und auch mit welchem Betriebssystem. Jetzt muss ich in der Konfiguration eigentlich nur noch die Cams überprüfen und einmal die Kalibrierung laufen lassen. Und das geht mittlerweile automatisch und auch recht zuverlässig. Diese SMI-Cam-Module sind zwar vom Abstand jetzt nicht super optimal platziert, aber es funktioniert mit der vorhandenen Hardware und die Erkennungsrate, die liegt bei mir bei 95 bis 96%. Das ist wirklich schon beachtlich und mit weiteren kleineren Optimierungen lässt sich das gewiss auch noch etwas steigern.
Nun sieht das auf meinem Bastelboard alles noch so ein bisschen wild aus und die offenen Module mit provisorischer Fixierung, die sind natürlich noch nichts, das ich jetzt jedem so dauerhaft empfehlen würde. Aber natürlich kann man das alles sauber verlegen, passendes 3D-Druckgehäuse für die Cam-Module konstruieren, vielleicht einen kleinen weißen Kabelkanal, um die USB-Kabel da auch vor Bouncern zu schützen. Da sind wir über den Autodarts Discord auch schon über Ideen im Austausch, um das rund zu kriegen. Aber es funktioniert und das ist die Hauptsache und ich habe die originale Hardware verwendet. Außer eine zusätzliche Speicherkarte. Ich probiere selbst gerade auch noch eine andere kostengünstige Aufrüstvariante aus. Dazu habe ich hier einfach Rampamuffen mit Innengewinde eingedreht in das Gehäuse. Das hält auch ausreichend und verwende dann die Orki LM1E Kameras aus meinem ersten Autodarts-Projekt. Die haben nämlich unten so einen schönen Fuß mit Stativgewinde und da verwende ich dann einfach einen Gewindestift, um die dann am Rahmen anzubringen und entsprechend auszurichten. Denn die Cam braucht glücklicherweise auch keinen so weiten Abstand vom Board und funktioniert bei mir so oben zum Beispiel als Roomcam, wenn ich das will. Aber bringe ich halt so eine Cam auch nochmal links und rechts auf die gleiche Art an, dann müsstest du vom originalen WeDart noch weniger verändern. Du kannst also diese originalen SMI-Cam-Module einfach da sein lassen, wo sie sind und stattdessen die Orkis zukaufen. Da kostet jetzt so eine Cam gerade 10 bis 15 Euro, müsste ein aktueller Preis sein. Dann halt so anbringen und alles auf den Orange Pi stöpseln, auf dem dann Autodarts läuft. Ja, das ist jetzt optisch vielleicht nicht die allerschönste Variante, aber einfach zu machen und die Qualität und Erkennungsrate müsste dann sogar noch mal einen Ticken besser werden. Ja, und schon bist du in der Autodarts Community und mal unabhängig von der Optik. Alter, das funktioniert doch um Welten besser, hat mehr Features und macht mehr Spaß, als hier alleine vorm WeDart rumzukrebsen. Also sorry, aber es ist ja so. Und über die hier vorgestellten Möglichkeiten können jetzt hunderte von WeDart-Nutzern zur Autodarts-Community stoßen. Nein, doch. Oh, wow. Und ich denke, damit vergrößert sich doch allgemein der Spaß am gemeinsamen Daten für uns alle. Also, ich weiß, ist ein bisschen Aufwand, vielleicht muss man auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Aber wenn du dir das zutraust, finde ich, ist das Ergebnis am Ende ja absolut überzeugend. Und nicht nur das, es macht endlich Spaß. Also, das war's von mir mit Ich mache aus WeDarts Autodarts unter Verwendung der bisherigen Komponenten. Schaut für Dateien, Ressourcen, Tools und so weiter unten in die Videobeschreibung, da werde ich so nach und nach alles reinpacken. Und schreibt natürlich gerne auch mal rein, ob ihr einen WeDart habt und überlegt, entsprechend umzusteigen. Lieben Dank fürs Reinschauen, bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao, good Darts, euer Olli.